würde mal sagen, so alle 2 Monate verarzte und verbinde ich jemanden, weil er entweder seitlich ins Band gekommen ist oder mal vorne vorgehalten hat. Ich bin Fritz Koch, bin 38 Jahre alt, Vater von 3 Kindern, verheiratet, bin seit 2007 hier im Unternehmen, habe hier meine Ausbildung gemacht zum Metallschleifer, Fachrichtung Taschenmesser. Den Ausbildungsgang gibt es so gar nicht mehr, der heißt anders. Das ist jetzt die Fachkraft für Metalltechnik mit der Fachrichtung Zerspannungstechnik. Bin jetzt Abteilungsleiter der Ausmacherei. Die Ausmacherei bekommt fertig montierte Messer, wo allerdings noch Nieten und Schalenüberstände da sind und wir schleifen das Messer dann letztendlich verkaufsfertig. Was hältst du davon, einfach mal rübergehen und du zeigst ein bisschen was? Ja, sehr gerne. Kommt einfach mit. Sag mal, hat man gemerkt, dass ich den ganzen Kram eigentlich abgelesen habe? Nee, alles gut, das passt. So Fritz, hier sind wir jetzt an deinem Arbeitsplatz, oder was? Ja, genau. Also das hier ist mein Arbeitsplatz, meine Wirkungsstelle, mein Computerarbeitsplatz und hier mein Fertigungsarbeitsplatz. Das ist ein Schleifbock, der ist auch schon soweit vorbereitet, da ist eine Scheibe drauf und ein passendes Band. Ich habe Messer, wie ich eben schon beschrieben habe, kann ich euch das gerne mal zeigen. Wie man sieht, wir haben noch Schalenüberstände, noch das Rohmaterial zu sehen und überstehende Nieten. Und ich werde jetzt einfach anfangen, das Messer, soweit ich es mit der Scheibe machen kann, zu schleifen. Und dann wird man gleich auch schon einen Unterschied erkennen. Worauf muss man da achten, wenn man das jetzt da dran hält? Dass man nicht mit den Fingern ins Band kommt. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ist dir das schon mal passiert oder irgendjemandem hier? Ja, ich bin zusätzlich zum Abteilungsleiter auch Ersthelfer hier und würde mal sagen, so alle 2 Monate verarzte und verbinde ich jemanden, weil er entweder seitlich ins Band gekommen ist oder mal vorne vorgehalten hat. Und je nachdem, wie grob das Band ist, gibt das schon die ein oder andere größere bzw. kleinere Verletzung. Mir selber ist natürlich auch passiert, gerade in Ausbildungszeiten passiert das sehr, sehr schnell. Ich hatte auch schon mal den Fall, dass ich selber mit 6 Stichen genäht werden musste, aber nichts Schlimmeres passiert. Also bis jetzt noch keine abgeschnittenen Finger oder so gehabt. Wie lange dauert der Prozess jetzt, wenn du so ein nicht verarbeitetes Messer hast, das du jetzt zum ersten Mal in die Hand nimmst, bis du fertig bist damit? Das kommt immer auf das Messer drauf an. Wir haben Messer, die haben nur 4 Arbeitsgänge, die sind dann relativ schnell fertig. Und wir haben Messer, die haben 17, 18 Arbeitsgänge, das dauert dann länger. Das kürzeste, was wir haben, ist, wir rechnen immer mit in 100er Losgrößen, ist das kürzeste, was wir haben, 4 Stunden und das längste, was wir haben, 3 Tage. Ansonsten kann man sagen, im Schnitt zwischen 2 Minuten und 25 Minuten. So, ich kann euch auch mal schön ein fertiges und ein noch nicht bearbeitetes Messer zeigen. Logischerweise, hier rechts haben wir das unbearbeitete Messer und links das fertig bearbeitete Messer. Und wie man sich vorstellen kann, steckt hier echt viel Arbeit drin. Dieser Glanz bei dem fertigen Messer, kommt der auch durchs Schleifen oder ist da noch mal irgendwie was anderes mitgemacht? Aufpoliert. Wir haben Lappen, nennt sich Lappen. Da wird eine Polierpasta in den Lappen eingearbeitet und dann wird das Ganze abpoliert. Das kann ich gleich gerne noch einmal vorführen. Gerne, ja. Wo passiert das? Das passiert auch bei mir am Arbeitsplatz. Genau, ich habe jetzt einmal umgerüstet und zwar auf den Polierlappen, denn wie man hier sieht, das Messer hat jetzt nur einen matten Glanz und ich werde es jetzt auf Hochglanz polieren, die Schalen jedenfalls. Dafür nehme ich wie eben schon angekündigt das Polierfett, halte das einmal in den Polierlappen rein, drehe die Geschwindigkeit einmal hoch und jetzt ist das Messer hochglanzpoliert. Die Schalen des Messers sind hochglanzpoliert. Also, Messer ist hier soweit erstmal verkaufsfertig. Das Wichtigste, was fehlt, ist die Schärfe. Und die machen wir in der Abteilung weiter. Sollen wir noch mal hier rüber oder was? Dann los. Let's go. So, wir sind jetzt hier in der Abteilung, wo wir abziehen. Hier passiert
die große Zauberei. Wir machen aus einem stumpfen Messer ein scharfes Messer. Das machen wir auch wieder an einem Schleifbock. Diesmal allerdings mit einer harten Scheibe und einem relativ feinen Band. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Okay, also ich habe jetzt hier das Messer. Und mein Ziel ist tatsächlich, also logischerweise, dass ich es scharf mache. Und aber, was für uns auch noch ganz wichtig ist, dass der Abzug, also die Schleifbahn, die ich drauf ziehe, gleichmäßig verteilt ist und wir keine größeren Abweichungen von der einen zur anderen Seite haben. Ist bei dem Messer jetzt auch noch mal doppelt schwierig, weil es ein Messer ist, was zwei Seiten hat, dass es schneidet, was das schneiden soll. Wir müssen gucken, dass die Spitze genau in der Mitte liegt. Tut sie hier. Und wir haben überall auf beiden Seiten einen gleichmäßigen Grad. Und dann wäre hier der Bandabzug erstmal fertig und ich müsste jetzt zur nächsten Maschine gehen und den Grad wegpolieren. Das ist das letzte Finish am Messer. Und das machen wir, damit das Messer sauber schneiden kann. Und das mache ich jetzt einfach mal. Was machst du da, Fritz? Ich teste gerade die Schärfe des Messers. Und, ist es scharf? Es rasiert mir die Haare vom Arm, also ist es scharf. Keine Sorge, die Messer werden im Anschluss nochmal komplett gereinigt. Und ich mache es, wie man sieht, nicht mit jedem Messer, das ich hier scharf mache, weil sonst wären die Arme nicht ganz so haarig, wie sie sind. Also das war ein kleiner Einblick hier in meine Welt bei Böker. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und auch ein kostenloses Abo. Und ich hoffe, wir sehen uns mal.